Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Kasi ist in dem Fall schon 57 und das ist für einen Orang schon durchaus stattlich. Dementsprechend ist sie natürlich ein bisschen schwerfälliger, träger, ist aber auch ein bisschen stressempfindlicher. Im Prinzip alles wie ein älterer Mensch auch. Also je älter man wird, umso ein bisschen, ich will es jetzt nicht anfälliger nennen, aber dann wird alles relativ schnell einfach ein bisschen viel. Wie gesagt, sie ist natürlich nicht mehr ganz so schnell wie die anderen. Ich meine, wenn ich ein ähnliches, vergleichbares Alter haben sollte und noch so agil bin wie sie, ist alles gut. Aber trotzdem ist das natürlich schon in einem anderen Tempo als gerade bei den Kleinen. Und die Kleinen zum Beispiel können, so klein sind sie ja gar nicht mehr. Also ein Teenager zum Beispiel kann sie auch schon wirklich nerven. Kann man nicht anders sagen. Also sie braucht schon wirklich ein bisschen mehr Konzepte für den Tag. Das merkt man auch bei ihr. Sie ist dann halt nicht mehr so, das heißt spontan, aber sie hat wirklich gerne alles mehr oder weniger durchorganisiert für sich persönlich. Ihr reicht es auch mittlerweile oder es reicht ihr wirklich, wenn wir uns um sie kümmern. Die anderen sind dann eher schon stressig mitunter, zumindest die Kleinen. Sie genießt wirklich schon ihre Ruhe, deswegen ist sie auch halt abgetrennt von den anderen. Ursprünglich war sie mit dem anderen Weibchen nur noch zusammen, das allerdings auch im stolzen Alter von 59 Jahren verstorben ist. Und danach haben wir einmal versucht, sie in die Gruppe zu integrieren, aber sie hatte echt kein Interesse und auch keine Lust drauf. Und das ist natürlich auch okay. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Orang-Utan auf Sumatra kein perfektes Gruppentier ist. Sie leben halt im gleichen Gebiet. Aber dass sie unbedingt andere benötigen, kann man jetzt nicht so sagen. Also sie sind schon einzelgängerischer, leben allerdings halt im gleichen Gebiet. Sie treffen sich an den gleichen Pflanzen, aber sie haben halt keine Gruppenstrukturen oder Dynamik, wie von mir aus Schimpansen es hätten. Und das merkt man dann durchaus bei ihr auch. Also sie hat schon Interesse und guckt auch mal, das reicht ihr dann aber auch vollkommen. Und sie findet es dann gut, wenn wir uns wirklich mehr mit ihr beschäftigen. Zumindest wirkt es so. Aber dass sie wirklich noch Interesse großartig an anderen hat. Sie nimmt sie wahr. Wir haben auch zwischendurch unten in unseren anderen Absperrmöglichkeiten noch Kontakt zu den anderen hergestellt, also an den Schiebern. Auch das interessiert sie mittlerweile so gar nicht. Aber es ist ja okay. Jeder ist anders. Also Kasi hat halt nur noch ein Auge, das andere hat sie bei einem Unfall verloren. Allerdings kommt sie damit gut klar. Und ich meine, kennt man von uns selbst ja mehr oder weniger auch, macht man ein Auge zu. Klar, das Sichtfeld ist etwas eingeschränkt, aber es ist ja nicht so, als wenn man ein absolutes Problem hat. Und sie hat es natürlich auch einfach gelernt, damit gut klar zu kommen. Deswegen hat sie damit echt gar keine Probleme. Und man sieht es ja, sie wirkt jetzt auch nicht gerade irgendwie unglücklich. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.